Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und zu einer kleinen Karte, die ich in Bestellung habe für eine Freundin. Es wurde gewünscht, ob ich für ihren Bruder eine Karte zum 40. Hochzeitstag machen kann. Das wäre Rubin-Hochzeit. Und ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was ich gerne machen wollte. Und ich habe mir etwas vorbereitet. Zum einen habe ich hier von meinen Stempeln, da sind eine Menge Sachen bei, natürlich keine Rubin, aber herzlichen Glückwunsch und Hochzeit. Und dann habe ich ein bisschen die Schrift versucht, so ähnlich zu machen und habe da Rubin hingeschrieben. Und ich hoffe doch, ja, es fällt nicht allzu doll auf. Ich finde es eigentlich ganz geglückt, muss ich sagen. Und habe mir überlegt, ich würde gerne ein Herz gestalten wie ein Kristall. Ja, also wie ein Rubin in Rubinfarben und so ein bisschen kristallig. Und ich habe mir hier eine Herzform aufgezeichnet und habe so ein paar Ecken, also ein paar Striche eher gerade gemacht und nicht rund. Dann werde ich mir hier jetzt so ein paar Kristallfelder einzeichnen und diese Felder dann noch mit Masking Fluid abdecken und dann die Kristalle malen. Und damit es wie ein Kristall aussieht, muss es Höhen und Tiefen haben. Also wir arbeiten mit hell und dunkel. Und ja, ich schaue dann mal. So, ich fange jetzt einfach erstmal an und gucke mal und ziehe mir hier mal so ein paar Linien. Schau mal, machen wir hier erstmal eine schräg, die teile ich dann nochmal auf. Mache das so ein bisschen asymmetrisch, genau. Da habe ich jetzt ein paar Linien gezogen. Und ich möchte die nachher, dass die weiß sind, so wie das Umgebungsblatt, und werde daher da jetzt Masking Fluid drauf machen. Und so, ich mache das mit einer Spritze, ganz einfach. Habe ich letztes Mal ausprobiert, das war super. Und ziehe mir hier jetzt ein bisschen Masking Fluid in die Spritze hinein. Das ist ein bisschen sauber. So, und ziehe mir dann jetzt mal die Linien nach, die ich hier so vorgemalt habe. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Gut, das hat doch wunderbar geklappt. Das muss jetzt trocknen. Der Rest geht zurück. Ich gehe die Spritze auswaschen und wir sehen uns wieder, wenn das getrocknet ist. So, ihr Lieben, das ist jetzt so einigermaßen trocken. Das Masking Fluid ist durchsichtig geworden, daran kann man das erkennen. Ich habe mitten im Trocknen nochmal mit dem Zahnspieß immer so ein bisschen hier die Ecken nochmal reingedrückt, damit es ein bisschen spitzer wurde, da wo diese dicken Klopse waren. Und ja, mal schauen, ob das was geholfen hat.
Okay, ich habe mir hier eine Menge Rot- und Rubintöne angefeuchtet aus meinem Paul Rubens Kasten, und ich habe mir hier von Victoria, von VH Aquarell, nochmal, ich glaube, das Kirschblüte werde ich ein bisschen nutzen. Das ist so schön schimmerig, damit dieser Kristall dann auch noch ein paar schöne Schimmereffekte hat. Und jetzt schnappe ich mir ganz einfach, erstmal möchte ich außenrum ein bisschen was machen, und dazu nehme ich einfach ein bisschen klares Wasser und mache mir hier so ein paar Flächen nass. Das soll dann einfach wie Spritzer, wie zerflossenes Wasser aussehen, und da kommt dann eine ganz zarte Farbe rein. Mal gucken, was ich dazu nutze. Hier und da noch ein Klecks. Und ich glaube, ich nehme da einfach nur ein ganz helles, zartes Fuchsia und setze das hier rein und lasse das ganz, ganz, ganz leicht laufen. So. Nur, dass der Hintergrund ein bisschen gesplashed aussieht. Ich glaube, so gefällt mir das schon ganz gut. Hier und da einen kleinen Klecks, einen kleinen Fleck, ganz hell, nur ganz eng hier dran am Herz. So. Gut, so, dann legen wir los. Mal gucken. Ich wechsle mal den Pinsel, gehe noch mal eine Nummer kleiner. Ich nehme übrigens die Fumui-Pinsel, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich versuche mal erstmal das große Feld hier. So, ich mache das jetzt mal ganz in Shiny Rosa und werde dann in eine Ecke etwas dunklere Farbe setzen. Und dann soll das einfach nur so ganz vor sich hinlaufen. Und da werde ich hier jetzt so ein wunderschönes Rubinfarben nehmen. Und das soll sich hier so von ganz alleine so ein bisschen reinziehen. Genau. Sehr schön. Und dann werde ich das Ganze auch noch mal mit einem etwas anderen Farbton. Ich werde das kombinieren, diese verschiedenen Rottöne, und gucke mal, vielleicht auch so ein ganz leichtes dunkleres hier.
So, dann lassen wir das Ganze mal trocknen und rubbeln es dann ab und schauen mal, wie es dann aussieht. So, das Ganze ist getrocknet. Jetzt fange ich mal an und rubbel mal hier den Rubbelkrepp ein bisschen runter. Ups, und sehe schon gerade, muss mal wieder aufpassen, nach innen rubbeln und nicht nach außen. Damit man diese Rottöne, die sind ja schon auch sehr intensiv, nicht so verschmiert, wie ich es eben schon gemacht habe. So, gucken wir mal. Ziehen das hier ab. Da ist es mir schon verschmiert. So, machen wir eben den Müll weg. Okay, radiere ich erstmal das Radiergummi weg. Also es ist nicht so schön scharfkantig geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Leider Gottes. Da werde ich wohl noch mal ein bisschen mit Buntstift nacharbeiten müssen. Mal gucken. So, erstmal kommt hier, versuche ich mal den wegzumachen. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Mit dem schon. Okay, vielleicht wäre es einfacher gewesen, die Felder zu malen und hinterher mit einem weißen Uniball Signo oder Posca Pen diese Trennlinie nochmal zu ziehen. Das würde ich wahrscheinlich dann beim nächsten Mal andersrum machen. Aber gut. Ich versuche, ihr lernt dadurch. Macht nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist doch auch gut. Ne? Hier hat es richtig schön verschmiert. Das ärgert mich ein bisschen. Naja. Hier ist so ein Farbklecks. Und der zieht sich noch. Ja, also das ist jetzt nicht wirklich das, was ich haben wollte als Ergebnis. Ich versuche es mal noch zu verschönern. Wenn es nichts wird, mache ich noch mal eine neue. Aber eigentlich kann man hier die noch retten. Ihr wisst ja, so schnell gebe ich nicht auf, ne? Okay. Hier erstmal Platz machen. Platz ist immer. Platz ist in der kleinsten Hütte. So, ich schnapp mir hier meine Wuma Buntstifte. Und da haben wir die tollsten Farbtöne. Und die unteren, vielleicht die lila Töne, mal gucken. Die stelle ich mir mal hier zur Seite. Und jetzt werde ich noch beginnen und werde diese einzelnen Felder noch ein bisschen rausarbeiten und rausschattieren. Und das ist gar nicht schlimm. Kriegen wir hier nochmal so einen schönen spitzen Übergang hin.
Ich werde jetzt die Linien auf jeden Fall noch mit einer Schimmerfarbe nachziehen, weil mir das so überhaupt nicht gefällt. Ich werde das Mermaid in Blau da noch reinmachen. Ja. Gucken wir mal. So, dafür brauchen wir einen langen, dünnen Pinsel. Einen Schriftenpinsel von Bösner. Und das müssen wir jetzt richtig gut aufrühren. So, die Farbe wirkt erst so richtig, wenn sie trocken ist. Wundert euch nicht, wenn das jetzt noch nicht so schön aussieht vielleicht. Das kommt gleich, wenn die trocken ist. Dann kommt heraus, was sie kann. Mermaid Blau von Victoria von VH Aquarell. Schaut gerne in ihren Shop vorbei. Wer sowas nicht hat, nimmt einfach einen silbernen Stift, einen weißen Stift, irgendeinen Metallic-Stift, der schimmerig ist. Da gibt es ja heutzutage auch schon so viele schöne. Und macht das dann damit. Auf jeden Fall wird das jetzt hier schon mal deutlich besser. Ich sehe es schon. Ihr könnt es wahrscheinlich noch nicht sehen. Aber das wirkt jetzt richtig schön wie ein Kristall. Richtig schimmerig. So. Also, Fazit. Die Arbeit mit dem Masking Fluid könnt ihr euch sparen. Malt die Felder einzeln aus. Und zieht hinterher die Grenzen nochmal nach. So wie ich das jetzt hier mache. Und dann habt ihr ein viel schöneres Ergebnis als mit diesem Masking Fluid. Nehmt keinen Bleistift, der sich so blöd wegradieren lässt, sondern nehmt einen Aquarellstift. Das ist nur Fehler Nummer 2. Dieser Bleistift war wirklich jetzt hier nicht so toll. Aber gut. Diese Farbe deckt das ab. Von daher ist das alles gut, so wie es ist. Ich werde keine neue Karte machen. Man soll ja auch ein bisschen erkennen, dass es selbst gemacht ist, ne? Wenn wir eine perfekte Karte wollen, müssen wir uns eine gedruckte kaufen. Das wird ja cool. Ja, schön, wenn Fehler passieren und das dann am Ende bei rauskommt. Ja, das wird toll. Das wird gut. So, hier noch die Form. Schön eckig. Soll ja wie ein Kristall aussehen, ne? So, ich lasse es mal trocknen. Ich klebe es mal auf und melde mich gleich wieder bei euch. So, ihr lieben Kreativen, da ist sie. Meine Karte zur Rubin-Hochzeit, passend auf eine schöne Rubin-rote, naja, nicht ganz Rubin, aber auf eine rote Karte. Ich finde, die passt ganz gut dazu. Und jetzt zeige ich euch mal, wie sehr das hier schimmert, wenn ich es nämlich schräg halte. Seht ihr, was diese Mermaid-Farbe ausmacht? Und ich finde, das passt doch super zu dieser Kristallstruktur, die dieses Herz darstellen soll. Ja. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann ganz wirklich und ehrlich geht es weiter mit den kleinen Tierchen. Ich musste das jetzt zwischenschieben, ging leider nicht anders. Okay, bis dahin, macht's gut, eure Melanie.